Hallo und willkommen zur 10. Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guide Akim Ferrandina. Sodala, bei dieser Episode geht es unter anderem um Wilhelm Tell und das Mittelalter im Stile von Game of Thrones. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie jetzt, was? Wilhelm Tell, Wien, was hat das damit zu tun? Naja, dazu kommen wir gleich. Ich möchte noch kurz zusammenfassen, eben Friedrich Schillers Wilhelm Tell, 3 Geschichten in einer. Eine Liebesgeschichte gibt's. Es gibt die Geschichte von Wilhelm Tell, natürlich, und über die Schweizer, die von den Habsburger unter anderem unterjocht werden. Jetzt komme ich wieder zu den Habsburgern. Wir gehen zurück zur letzten Episode. Da sprachen wir über Rudolf I. von Habsburg, der erste Habsburger war, der zum König der Deutschen wurde. Er hatte dann auch den Böhmenkönig Otto Kapczemessl besiegt. Dieser Rudolf hatte verschiedene Söhne. Dieser Rudolf hatte verschiedene Söhne, unter anderem der erste war Albrecht, der dann der nächste König nach Rudolf wurde als Albrecht I. und einen anderen Sohn namens Rudolf. Rudolf I. hatte dann entschieden, wie seine Ländereien weitergegeben werden sollen nach seinem Tod. Und er sagt, naja, das wird zur gemeinsamen oder zur ungeteilten Hand weitergegeben, sprich die beiden, Albrecht und Rudolf, müssen gemeinsam darüber herrschen. Da stellen sich aber die österreichischen Stände, sprich die österreichischen Adeligen, quer und sagen, nein, 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 das geht so nicht. Entweder teilst du es oder du gibst es nur einer Person. Gut, Rudolf sagt, okay, dann gebe ich alles dem Albrecht und der Rudolf soll dafür entschädigt werden, entweder in Geld oder mit anderen Ländereien. Das passiert aber nie. Und ganz kurz, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, ich weiß, der Rudolf hatte eine Frau geheiratet, das war die Agnes, und sie war die Tochter des Böhmenkönigs Otto Kapczemessl. Und die hatten einen Sohn, das war der Johann von Schwaben, Johann Parricida genannt. Diese Agnes hatte einen Bruder. Der Name des Bruders war Ottokar und er wurde der nächste König der Böhmen als Ottokar III. Von Böhmen. Dieser Bruder wurde ermordet. Gut, Johann hat immer noch nichts bekommen. In der Zwischenzeit ist sein Opa Rudolf I. verstorben, sein Vater Rudolf ebenfalls verstorben und er hat immer noch nichts und ist ein bisschen sauer, kann sich aber Hoffnungen machen, dass er vielleicht der nächste König der Böhmen wird. Aber da stellt sich der Onkel, der nette Onkel Albrecht quer und sagt, nein, mein Sohn soll zum nächsten König der Böhmen werden, du bekommst nichts. Naja, könnt ihr euch vorstellen, so glücklich war der gute Johann Parricida nicht. Er wird sich wahrscheinlich gedacht haben, na servus, Leiwand ist das nicht wirklich. Was passiert? Das ist Geschichte. Er lauert seinen Onkel auf. Nähe der Stadt Windisch in der Schweiz, wo auch das Kloster Königsfelden ist. Er lauert ihm auf, den König der Deutschen, und ermordet ihn mit einem Schwerthieb in den Kopf. Bam! Der König ist tot. Dann wird er nach Italien ziehen, der Johann Parricida, um beim Papst Abbitte zu leisten, und wird dann in Pisa sterben, wo es in einer Kirche auch noch eine Inschrift gibt mit seinem Namen. Jetzt fragt ihr euch, wo ist denn nochmal die Verbindung mit Wilhelm Tell? In Wilhelm Tells wird dieser Name Johann von Schwaben genannt. Es wird eben erzählt, dass der Kaiser ermordet worden ist und dass der Johann von Schwaben eben zu Wilhelm Tell geht, um seine Hilfe zu bekommen. Und der Wilhelm Tell sagt, nein, da kann ich nichts machen, du musst zum Papst gehen. Und warum erzähle ich euch das hier? Weil wir hier das Denkmal zu Ehren von Friedrich Schiller haben, jener Herr, der Wilhelm Tell schrieb. Und mit dem Blick sage ich euch danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß bereitet. Wenn ja, bitte einen schönen Daumen hoch, abonniert den Kanal, ein paar Kommentare hinterlassen und wir sehen uns nächste Woche für die 4. Episode von 4 Minuten, nicht die 4., wie auch immer, die nächste Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und habt Spaß im Leben. Danke, danke, danke!
Nein, die machen das aber anders, Mario. Das gibt's doch nicht. Ich habe es im Kopf gehabt. Da bin ich gerade sehr verwirrt. Ich glaube, wir müssen noch mal anfangen. Mario, wie heißt die Stadt? Du weißt es nicht, gell? China. Das war deppert. Die fangen noch mal an.